Das ist ein Mercedes-Benz 419 CDI und das ist tatsächlich ein Lift, mit dem man das Auto komplett hochheben kann. Und das ist der Klaus Hühnerkopf. Und ja, der Klaus, der macht das nicht nur aus Spaß im Moment so, du arbeitest wirklich noch mit, oder? Ich arbeite schon ein bisschen mit, ja. Das, was geht den Tag über. So, du hast eben zu mir ganz frech gesagt, du hast so vieles noch nicht gesehen. Ja, weil du sagst eben zu mir, du hättest sowas mit dem Lift noch nicht gesehen, aber das ist ein Lift für 4 Räder. Kannst jede Seite siehst du 6,5 Tonnen. 6,5 Tonnen. Ja, also 6.500 Kilo, 6,5 Tonnen, ja. Stark. Und du fährst das unter jedes Rad und kannst das Auto komplett hochheben. Ja, kannst du komplett hochheben. Da gibt es dann noch so Eisenstangen für, wenn du einen Alkoven hast oder so, wo im Endeffekt der weiter übersteht oder oben. Dann kannst du hier so 2 Eisenstangen verbinden, rechts und links, dass du weiter weg kannst. Weißt du, dass du beim Alkoven kannst du ja nicht so dicht dran fahren. Weil wenn du jetzt hier dran fährst, musst du mal gucken ein bisschen. Gut, der Hauptvorteil ist, du kannst es dahin fahren, wo du es brauchst. Genau. Und das kannst du auch rausnehmen mit auf dem Waschplatz. Also brauchst du nicht nur in der Halle. Ja, der Preis von so einer Anlage, was kostet sowas? 20? Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich dir nicht sagen. Ihr habt ja schon ein paar Tage. Die haben wir schon ein paar Tage, ja. Also und die hat euch nie im Stich gelassen? Nein, die läuft einwandfrei. Der Hersteller, was ist das? Hyvema. Hyvema, ja. Aus Solingen. Aber ich glaube, die habe ich mindestens schon 15 Jahre. Die sehen noch aus wie neu. Ach, das ist so. Ja gut, kommt ja keine Witter oder was ran, weißt du, das passt schon alles. So, was ist jetzt der Grund, warum man den hochhebt? Hier kommt Standheizung, oder? Da kommt Standheizung unten drunter. Dass wir die Leitung nochmal gehen können, will ich gerade gucken, ob es vorbeigeht. Ja. So, und das ist jetzt, warte, ich mache mal ein bisschen heller, dass wir ein bisschen mehr Licht haben. Das ist jetzt ein Sprinter, ein langer? Das sind, ja, lang, 7 Meter, ja. 7 Meter, langer Radstand. Den gibt es dann auch noch um 7,40 Meter, so wie er da drüben steht. So, das Schöne ist, ihr bereitet die ja vor, baut die aus, je nach Kundenwunsch. Genau. Das ist hier ein neues System von uns, Funwork heißt das. Das ist Funwork 700, gibt es einmal ein 600 und 700. Das hat was mit der Länge zu tun. Es gibt einen 6 Meter Sprinter und 7 Meter Sprinter. Ist nicht genau 7 Meter, das sind glaube ich 6,98 Meter oder so ist der genau lang. Ja, und das ist ein modulares System. Das kann ich dir aber nachher mal genau zeigen. Da machen wir noch ein extra Video. Es ging jetzt erstmal um die... Ja, genau. Ich zeig's mal, hier vorne steht noch ein Auto, das habt ihr schon ziemlich stark malträtiert. Da sind ganz viele Löcher drin. Da sind viele Löcher drin. Hier drüben, das ist auch der 7 Meter, der ist auch in Vorbereitung. Warte mal, da ist noch einer. Das ist auch ein 7 Meter, der bekommt auch das modulare System. Und da haben wir schon die Fenster von uns eingebaut, die Sicherheitsfenster. Kommt oben eine Dachluke rein. Das sind Fenster, wo du sagst, du kannst überall einbrechen in das Auto, aber nicht durch das Fenster, da kommst du nicht rein. Das Fenster nicht. Ja. Das ist hier auf der anderen Seite steht ist die Tür gerade. Du hast hier die Sicherheitsbeschläge oben und unten, 5-fach verriegelt. Nach rechts hast du die Lüftungsstellung, siehst du das? Ist auch kein normales Glas, oder? Nein, ist Makulon, 3-fach verglast. Kannst du mit der Hammer und Axt, da kannst du reinschlagen, geht dann kaputt. Flex würde gehen? Ja, Flex, Modersäge geht auch. Das ist mal so. Ist aber so, der Aufwand, da haben die normalen Diebe keine Lust zu, oder? Nee, normal nicht. Also es muss ja schnell gehen. So, jetzt sieht man hier oben, ihr habt das teuerste Material verwendet, was es gibt, Armaflex. Ja, so teuerste Material nicht, aber von der Isolierung her ist 2x 20 mm Armaflex. Was wir jetzt eingebaut haben, kommt jetzt, das ist selbstklebend. Und das klebt wie die Pest. Das klebt wie die Pest. Ja gut, nachher, wenn das eine Zeit lang geht das runter, aber hier kommt hier jetzt komplett die Wandverkleidung rein. Das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Wichtig ist ja die Isolierung. Das heißt, das Thema Wärmebrücken ist ja ein großes Thema. Genau. Das habt ihr hier gelöst. Hier vorne haben wir dann den Himmel rausgemacht. Die Isolierung ist vorne hingemacht, oben am Dachhimmel. Das Problem ist beim Kastenwagen, vorne an der am Lenkrad, also am Armaturenbrett kannst du halt nichts isolieren. Ne? Jetzt ist es so, es gibt viele Menschen, die möchten gerne dezent reisen, dass man nicht direkt erkennt, es ist aus 1000 Meter Entfernung ein Wohnmobil. Sind die Anfragen, habt ihr die öfter? Ja, ja gut, siehst du, draußen stehen auch noch, steht auch noch einer, also Arbeitsmangel haben wir nicht. Stimmt, wir drehen im November. Ja. Das ist ja dazu. Die Zeiten haben sich aber auch geändert, muss man sagen. Ende November. Das war bei euch schon immer so. Ja, ist immer gut besucht. Also von der Arbeit her könnten wir das Doppelte machen, aber gut, ist halt so. Sag mal, Klaus, jetzt mal eine Frage. Du kannst dich noch ans erste Mal erinnern, als du so ein Loch ins Dach geschnitten hast beim Auto? Das kann ich dir nicht sagen, wann ich das erste Mal ein Loch ins Dach geschnitten habe.
Das weiß ich nicht genau. Aber Ist das hier von euch die Strebe, die drüber ist? die Streben sind von uns. Das ist Original und das sind von uns die Streben. Wir schneiden halt Originalstreben, schneiden wir nicht raus. Nur im Endeffekt, das ist nochmal eine Verstärkung. Aber Okay, da kommt die UK dran von den Airline-Schienen. Wackeln, klappern, ist das ein Thema bei euch? Normal nicht, ne? Musst halt aufpassen. Du ist bekabelt und so, das muss halt alles so verlegt werden, siehst du hier im Leerrohr, damit das nicht während der Fahrt, weißt du, wenn das klappert, da musst du schon immer ein bisschen aufpassen. Und es muss alles natürlich super sauber verlegt werden, das ist wichtig. Hier vorne sieht man übrigens, das ist so eine Rohkarosse, die hier ist, das ist der ganz lange, gell? Das ist 7,40 Meter hier. Es gibt nicht länger wie 47? Nee, in dem Kastenwagenbereich, beim Sprinter nicht. Das ist 47. Das ist dann nochmal, Hier sieht man es schön mit dem Armaflex auch innen. Ja. Das ist ein 5,5 Tonner, der hat halt den Radkasten ein bisschen größer als der 4 Tonner. Der ist der hat Zwilling. Der ist zwillingsbereift, ein anderer ist einzelbereift. So, noch hier, das hängt jetzt vom Kunden ab, wie viel Fenster er will. Genau, das gibt auch einer mit Slideout. Das ist jetzt, mit Slideout? Der kriegt einen Slideout hier auf die Fahrerseite. Und da ist die zweite Schiebetür rein, den bauen wir dann einen Slideout noch ein. Die Schiebetür kommt raus und dann kommt dann ein Slideout. Den musst du mir zeigen, wenn er fertig ist, bitte. Wenn er fertig ist, ja, kann ich dir machen. So, hier vorne sieht man auch so kleine Details, hier hinten wird gedämmt. Das ist auch das, was viele, sag mal so, Ausbauer, es gibt ja viele, die selber ausbauen, die dann mit Armaflex und Co. dann rummachen. Das ist schon so, das ist unglaublich viel Arbeit, allein die Fahrzeuge zu isolieren ordentlich, oder? Ja, Arbeit ist das. Also mal eben, Leute denken immer, es geht mal eben wie bei Amazon oder bei Ikea, wo du was aus dem Regal nimmst. Das ist nicht alles mal eben. Ne? So, das ist schon aufwendig. Alles. Ja, ich habe eine kleine Bitte. Wir machen ein extra Video über ein Ausbausystem, was du so oder so ähnlich mal gesehen hast. Das hat dich so begeistert, dass du gesagt hast, das muss ich machen. Richtig? Ein modulartiges System für den Sprinter. Modulartiges System, ja, genau. Jetzt gibt es das Thema Arbeiten, Freizeit. Viele Handwerker haben ja so einen Sprinter. Das heißt, die nutzen den zum Beispiel auf der Baustelle, möchten aber am Wochenende dann mal verreisen. Da hast du ein System entwickelt. Wie kam die Idee? Ja, weil ich selber in der Lage bin, wo ich sage, okay, ich kann in der Woche fährst du kaum weg und am Wochenende kannst du das Auto privat nutzen und dann brauchst du nicht jedes Mal nochmal ein zusätzliches Fahrzeug, was die Woche über da rumsteht. Und bei dem modularen System hast du halt den Vorteil, du bist flexibel. Du kannst das fürs Fahrradfahren nehmen, du kannst hier ein Motorrad reinstellen, wie hier zum Beispiel, wo ich jetzt auch ein Verladesystem bekomme, wo ich dann halt das Bett in der Höhe verstellen kann. Ich kann die Fahrräder reinstellen, ich kann surfen, ich kann golfen, ich kann alles Mögliche machen. Vom Paragliding über Skifahren und so Sachen. Und die Woche über kann ich es für die Arbeit nehmen und am Wochenende für die Freizeit. Ne? Man kann sagen, du bist Erfinder, kann man das sagen? Viele Dinge gibt es noch nicht, die müssen neu erfunden werden. Oder Techniker? Ich sag mal, das Rad habe ich nicht erfunden. Also es gibt immer viele Sachen, man sieht auch mal was und dann tut man das halt verbessern. Ne? Verändern, verbessern und ich probiere das halt auch selber viel aus und dann merke ich ja selber, hier kann man noch mal was machen und hier kann man noch was machen. Das Dachfenster hat zum Beispiel so eine entsprechende Historie. Du hast an dem Dachfenster mehrfach verändert, verbessert. Bist du jetzt zufrieden mittlerweile mit dem Dachfenster? Dachfenster läuft gut, ist in Ordnung. Nein, läuft gut, ist in Ordnung. Das Einzige, was noch kommt, elektrisch. Elektrischen Antrieb muss ich noch machen. Habe ich im Geist eigentlich schon fertig, weiß eigentlich schon, wie ich es machen will. Aber ich habe noch keine Zeit gehabt. Dieses Jahr war auch wieder ein verrücktes Jahr. Also du musst die Zeit dazu haben. So, jetzt ein kleiner Teaser. Wenn du mal gerade so lieb bist, mit mir rausgehst, dann zeigen wir das Fahrzeug, über das wir gleich einen Film machen werden. Denn das steht draußen fix und fertig. Du hast es schon auf diversen Messen gezeigt. Ja, jetzt zieht mal ganz kurz die Jacke an. Das ist kein Hochsommer mehr. Wir filmen nämlich mitten im November. Ende November 2020 und dann noch im Knüllgebirge, muss man sagen. Genau. Das ist alles kein Zuckerschlecken. Hessisch-Sibirien. So, und da steht er nämlich, und da gibt es gleich ein eigenes Video zu. Genau. Das Ganze heißt Funworks 600 4x4 auf Basis 6 Meter hier. 6 Meter. 6 Meter Fahrzeug, Allrad, Werksallrad hat er drunter. Ich kann dir nachher noch mal einen zeigen, der extra umgebaut ist mit zusätzlichen Sperren. Der hat elektronischen, vorne haben wir noch einen stehen mit Igelhaut-Umbau, wo du die Sperren also manuell einlegst. Und ja, das ist ein 600er
Nebenan steht einer, den fahre ich dann auch jetzt gleich mal rein. Der wird dann auch im Endeffekt... Also wenn du willst, wir können ihn auch hier draußen zeigen. Da mal ein bisschen mehr Licht. Ja, nee, können wir gleich machen. Ich fahr mal rein. Mal gleich rein. Machen wir gleich rein. Was ist das für eine Basis hier? Die Basis. Basis ist ja natürlich Mercedes-Benz, aber das ist das Nutzfahrzeug, richtig? Genau, das ist 3,5 Tonnen, 190 PS, 6-Zylinder. Der geht? Schnell. Der Sechszylinder, ist er noch bestellbar? Moment. Na, ich glaube, die laufen aus. Also ich glaube, man kann noch bestellen, aber ich weiß nicht genau. Also die laufen jetzt aus. Der ist halt, der läuft hier klasse. Also Funworks 600 4x4, bitte googeln bei YouTube oder YouTuben bei Google, egal wie rum. Ja. Und da gibt es ein eigenes Video zu. Wir sind bei Klaus Hühnerkopf. Wo findet man dich, Klaus? Ja, in der Kirchen, im Knögelgebirge, zwischen Kassel, Gießen und Fulda. Also einfach Klaus Hühnerkopf, egal wie man es eingibt, mit oder ohne Haar, man kommt immer zu dir. Ganz genau, das ist eigentlich egal. Danke, tschüss Klaus. Bitte, tschüss.